Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute erklären wir euch das Holosun Absehen im Detail. Wir haben ja schon etliche Videos über Holosun Produkte gemacht und erzählen immer wieder, wie toll der 65 MOA Kreis ist und der 2 MOA Dot. Aber vielleicht weiß der ein oder andere gar nicht, was er damit anfangen soll, beziehungsweise kann überhaupt gar nichts mit diesen Begrifflichkeiten anfangen. Denkt sich nur, okay, gut, das sind gute Produkte, kaufe ich, schießt damit auf 100 Meter statisch, macht sich da nie wirklich Gedanken über das eigentliche Potenzial, was dieses Absehen eigentlich kann. Und genau deswegen haben wir uns gedacht, wir machen euch mal ein Video und erklären euch das einmal im Detail. Einer der ersten, der mit Rotpunktvisieren am Markt war Aimpoint. Hier hat man einen 2 MOA-Punkt aktuell und das ist auch die Basis bei den Holosun-Geräten. 2 MOA rechnen wir mal um. 1 MOA sind 2,91 cm und 2 MOA sind 5,82 cm. So, damit das ein bisschen einfacher ist, runden wir das mal auf 6. Das heißt, wir haben 6 cm, einmal 6 cm. Das wäre jetzt hier die Abdeckung, wenn die Scheibe 100 Meter weit weg ist. Das ist jetzt aber eine 25 Meter Scheibe vom BDS. Das heißt, wir hätten bei 50 Meter 3 cm Abdeckung. Das wäre dann so viel. Und jetzt sind wir natürlich auf 25 Meter. Das heißt, hier haben wir eine Abdeckung von 1,5 cm, roundabout, wenn wir es gerundet haben. Das heißt, ihr seid mit dem roten Punkt hier genau dead center und haltet hier an. Und habe dann entsprechend, also natürlich auch wenn die Visierung auf 100 Meter eingeschossen ist, habe dann genau hier nur diese Abdeckung, also perfekt, um präzise zu schießen mit dem 2 MOA-Punkt. Das ist aber nicht alles, was Holosun bietet, denn natürlich hat man auch noch den Kreis außenrum. Den wiederum kennt man von EOTech. Hier haben wir mal ein Bild für euch von einem EOTech, damit ihr einfach mal seht, wo der Unterschied ist zwischen Lasertechnologie und LED-Technologie. Die Lasertechnologie war bahnbrechend damals. EOTech ist nach wie vor von allen Schützen das schnellste, von allen Schützen genannt, das schnellste Visier am Markt. Also sagt jeder, das ist das schnellste, was es gibt aktuell. Es ist auch nach wie vor bei den Ziels im Einsatz, genau aus diesem Grund. Aber die LED-Visiere mit dem Kreis sind sehr, sehr dicht dran. Also wir reden hier wirklich von Millisekunden, wo wir da in der Geschwindigkeit vielleicht langsamer sind. Also wirklich, wenn es um Leben und Tod geht, vielleicht nicht verschmerzbar, aber ansonsten relativ gut verschmerzbar. Und mit der LED-Technologie habe ich natürlich einen riesigen Vorteil. Ich habe ein sauberes, klares Bild und vor allem ewige Batterielebenszeit, ja, Lebensdauer. Ihr wisst ja, bei den Holosun-Visieren haben wir extrem hohe Batterielebensdauer, trotz des Kreises. Ein EOTech kann wie lang, Stefan? Wie lang? 4 Stunden, 5, 6? Zwischendrin ausschalten. Zwischendrin ausschalten, ja. Also das war immer am Anfang so, wo wir hier die Holosun-Visiere bei uns eingeführt haben und der Stefan das noch nicht kannte. Der hat die immer ausgemacht. Ich sage, Stefan, mach die doch nicht aus. Ich baller die einfach so in den Schrank und dann gehen die von alleine aus. Echt? Ja, ja, klar. Ja, ich mache meinen EOTech immer aus. Ja, klar, das EOTech muss man auch ausmachen. Vor allem, weil das hat ja auch diese CR123-Batterien, die sind ja dann auch richtig teuer. Das heißt, da brauchst du eine Gelddruckmaschine, um das Ding zu betreiben. Aber das jetzt mal nur am Rande. Ja, wie gesagt, LED-Technologie effizienter und natürlich auch entsprechend klarer das Bild. Und das macht sich natürlich dann auch auf jeden Fall bemerkbar, wenn ihr mit einem Magnifier schießt. Ja, und ich möchte natürlich, wenn ich so ein Rotpunktvisier habe, auch Disziplinen sportlich schießen können, wo ich mit einem Magnifier unterwegs bin oder halt auch behördlich. Entsprechend auch da mit dem Magnifier bessere Zielidentifikation haben. Wo ich jetzt gerade das Wort behördlich gesagt habe, hier nochmal ein Disclaimer vorab. Alle Bilder, alle Aufnahmen, die ihr heute sehen werdet, auch zum Beispiel diese böse Scheibe hier. Wir machen dieses Video nicht nur für Sportschützen, sondern auch für Behörden. Das heißt, wir haben natürlich hier diese Scheiben da, die darf man ja auch besitzen. Allerdings haben wir nicht darauf geschossen. Also das muss man ganz klar nochmal klarstellen. Auch die Aufnahmen, die ihr seht, die sind alle ohne eine Waffe entstanden. Wir haben ein Stativ genommen, darauf eine Picatinny und darauf die Optiken entsprechend. Nur nochmal, damit ihr da Bescheid wisst. So, jetzt haben wir euch ja schon 2 verschiedene Sachen ans Herz gelegt, nämlich den 2 MOA-Punkt und den 65 MOA-Kreis. Achso, ich habe euch noch gar nicht gesagt, wie viel 65 MOA sind. Das habe ich mit dem Stefan vorhin durchgesprochen. Das müssen wir auf jeden Fall mal zeigen. Ja. IPSC-Target 100 Meter, 65 MOA wären 189 cm roundabout, das heißt, der Kreis wäre dann hier so einmal riesengroß ums Target herum. Das mag jetzt vielleicht euch als nicht sinnvoll erscheinen, aber ich sage euch eins,
ihr habt einfach durch den Kreis die Möglichkeit, das Ziel besser einzufassen oder auch wenn ihr die Waffe freihändig haltet, dass ihr einfach mehr im Zentrum bleibt. Ja? Das ist einfach, man hat diesen Kreis, der hilft dann schon mal an den Rändern außen des Ziels, da entsprechend genauer das Ganze zu halten. Das hilft auf jeden Fall. Von daher sind auch diese 189 cm gerechtfertigt. Und jetzt kommt der Bonus, den euch nur, inzwischen auch andere Hersteller, aber Holosun war einer der ersten, die damit vernünftig an den Markt kamen, nämlich ein umschaltbares Absehen. Die 500er Serie bietet euch nämlich diese 65 MOA 2 MOA Kreis Punktlösung auch einzeln. Das heißt, wenn ihr sagt, ich brauche diesen Kreis jetzt nicht unbedingt, der stört mich, wenn ich Präzision schieße, gehe ich auf 2 MOA nur, kann ich den Kreis wegschalten. Genauso auch in die andere Richtung. Das wäre dann interessant im Schrotflintenbereich. Wenn ich Tontauben schieße, dann möchte ich vielleicht keinen Punkt in der Mitte haben, weil die Taube eh schon schlecht zu erkennen ist. Ja? Verdecke ich die vielleicht komplett. Da kann ich dann nur den Kreis einschalten. Ja? Oder aber auch, wenn ich beides nutze, um die perfekte Kombination zu haben in schneller Erfassung. Ich habe es in den Kreis gebracht und dann mit dem Punkt in den präzisen Schuss abgegeben. Ein weiteres Thema bei Holosun oder was immer wieder häufig gefragt werden, was wir auch häufig gefragt werden, wie sieht es denn mit der Helligkeit aus? Ist das Holosun tageslichthell? Das können wir durchaus bestätigen, also egal welche Farbe ihr euch aussucht. Es gibt nämlich bei Holosun auch mehrere Farben, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Die Absehen sind auf jeden Fall immer hell genug. Das hat auch der Grund dafür ist auch der Kreis, weil natürlich mehr Beleuchtung da ist. Bei einem 2 MOA Punkt muss ich den schon extrem hoch drehen, damit der auch im hellsten Sonnenlicht zu sehen ist. Ja, dann überstrahlt er, dann gibt es dieses typische Komma auch, was man auch bei einer Hornhautverkrümmung sieht. Also man hat dann auf jeden Fall ein sehr ausgefranstes, ausstrahlenden 2 MOA Punkt. Und den hätte man mit dem Kreispunkt absehen natürlich nicht, weil ich mehr Fläche habe, die leuchtet. Das heißt, ich kann die Helligkeit ein bisschen runterregulieren. Bei Holosun habt ihr inzwischen die Möglichkeit, die Optiken auszuwählen zwischen Rot, Grün und Gold. Welche Farbe jetzt da für euch das Beste ist, das müsst ihr selber entscheiden. Wir haben jetzt mal hier verschiedene Hintergründe für euch ausgesucht, wo man einfach mal sieht, wie sieht Rot in der freien Natur aus. Wie sieht Grün in der freien Natur aus? Und wie sieht Gold in der freien Natur aus? Das Ganze haben wir für euch natürlich hier auch nochmal gegen die Sonne gehalten, damit ihr einfach nochmal sehen könnt, wie die Helligkeit sich vor einer absoluten Lichtquelle wie der Sonne verhält. Also hier habt ihr auf jeden Fall mit allen drei Farben die richtige Helligkeit. Und jetzt ist es nur an euch zu entscheiden, welche Farbe passt am besten. Wenn ihr hauptsächlich Indoor schießt, auf Innenraumschießanlagen, dann ist die Farbe des Absehens eigentlich egal. Das ist eure persönliche Präferenz. Rot, Grün, Gold, das wird alles sehr gut dargestellt. Wenn ihr jetzt aber draußen schießt, könnte man meinen, ist Grün vielleicht nicht gut, gerade hier Naturjäger als Stichwort. Grün ist nicht so gut, da liegt ihr nämlich falsch. Hier könnt ihr sehen in den Aufnahmen, Grün ist in der Natur deutlich besser, beziehungsweise das menschliche Auge nimmt Grün zweimal besser wahr als Rot und von daher hat man gesagt, hier ein grünes Absehen ist tatsächlich auch bei grünem Hintergrund extrem gut. Für die Behörden nochmal ganz interessant, die untersten Stufen bei der Helligkeitsregulierung Stufe 1 und 2 sind für das Nachtsichtgerät gedacht. Das heißt, die könnt ihr mit dem bloßen Auge nicht erkennen, wenn ihr dann aber ein Nachtsichtgerät nutzt, schon. Hierbei ist es dann egal, ob ihr Rot, Gelb oder Grün nehmt, da spielt die Farbe nicht wirklich eine Rolle. Ihr seht alle drei Absehen gut und deutlich und könnt damit entsprechend arbeiten und zielen. Zum Schluss haben wir für euch nochmal ein paar Scheiben herausgesucht, keine Kosten und Mühen gescheut, da die verschiedensten Modelle heranzuschaffen. Wir haben aus dem sportlichen Sektor welche, aber auch aus dem behördlichen Sektor, zum Beispiel Zollscheiben, BDS-Scheiben, DSU-Scheiben und natürlich auch entsprechend die VTEC-Scheibe von Kylamp. Hier bei den Scheiben habt ihr unten eingeblendet die Entfernung zum Ziel und auch entsprechend um welche Scheibe es sich handelt. Die Aufnahmen sind zum Teil mit Magnifier, zum Teil auch ohne. Das hängt dann immer von der Entfernung ein bisschen ab. Und dann könnt ihr einfach mal sehen, wie ihr mit dem Absehen arbeiten könnt, wie viel vom Ziel verdeckt wird und wann und wo der Kreis zum Beispiel mit der Zielscheibe abdeckt und ihr damit perfekt arbeiten könnt. Das war eine kleine, ein bisschen trockene vielleicht, Einführung in das Absehen von Holosun. Wir fanden, dass das ein sehr interessantes Thema ist, was vielleicht wirklich der eine oder andere überhaupt nicht auf dem Schirm hatte.
und vielleicht hat es euch ja auch geholfen oder hilft euch bei der Kaufentscheidung zu eurer nächsten Optik. Holosun. Wie immer an dieser Stelle, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare, liken, Abo und die Glocke Lack. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Bye, bye. Wir haben ja schon etliche Videos über Holosun-Videos gemacht und haben immer auch davon erzählt, wie gut das Absehen ist mit dem 65 MOA-Kreis. Wir haben Videos über Holosun-Videos gemacht. Danke dir. Gerne. Zum Schluss haben wir für euch nochmal ein paar Scheiben rausgesucht. Keine Kosten und Mühen gescheut, da alles aufzutreiben, was geht. DSU, BSD, BDS, LF, LSD, NKD, P&E, 35, 100. Ach Mann. Zum Schluss haben wir für euch nochmal ein paar Scheiben rausgesucht. Keine Kosten und Mühen gescheut, da die diversesten, unterschiedlichsten Scheiben. Divers. Ja. Ganz. Es gibt männliche Scheiben, weibliche und diverse Scheiben. Genau. Ja. Nee. So. Da kommt der Outtakes. Zum Schluss haben wir für euch noch ein paar Scheiben herausgesucht. Da haben wir keine Kosten und Mühen gescheut, da alles aufzutreiben, was irgendwo möglich ist. Wir haben behördliche Scheiben, wir haben auch Sportschützen. Fuck! Wie immer an dieser Stelle. Warte, machen wir. So. Aber der Finger gestreckt. Ja, das ist fingerlang. Wie immer an dieser Stelle liken, Abo und die Glocke klicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Bye bye. Nee, ich find's doof. Ich weiß auch gar nicht, kann ich nicht mal so machen, weißt du? Ich war gerade irritiert.